Guten Tag, ich bin Henry und ich freue mich wirklich, dass ihr heute wieder hier seid. Heute erzähle ich euch etwas aus meinem eigenen Leben. Eine Geschichte, die vielleicht ganz gewöhnlich klingt, aber für mich persönlich eine sehr besondere Bedeutung hat. Es geht um den Supermarkt. Ja, genau, dieser ganz alltägliche Ort, den wir fast jeden Tag aufsuchen. Für mich war er damals aber alles andere als gewöhnlich. Er war eine Herausforderung, ein Übungsfeld und schließlich ein Ort des Erfolgs. Ich erinnere mich noch sehr gut an diesen Dienstagnachmittag. Es war ein ruhiger Tag, die Sonne schien durch die Wolken und ich hatte eine kurze Liste in der Tasche. Brot, Milch, Eier und ein paar andere Sachen. Klingt einfach, oder? Aber ich war nervös, sehr nervös sogar. Und ich war mir selbst ein bisschen peinlich dafür, weil eigentlich war ja nichts wirklich Gefährliches geplant. Nur einkaufen, nur ein normaler Supermarktbesuch. Aber damals war mein Deutsch noch im Aufbau. Ich hatte viele Wochen lang gelernt, Wörter geübt, kleine Sätze geformt. Ich verstand vieles, wenn ich es las. Ich verstand sogar einiges, wenn ich langsam gesprochenes Deutsch hörte. Aber sprechen in einer echten Situation mit einem echten Menschen, das war nochmal ganz anders. Das war der Moment, wo alle Theorie irgendwie plötzlich weit weg wirkte. Kennt ihr dieses Gefühl? Man sitzt zu Hause, übt Sätze, spricht vor dem Spiegel und alles klingt gut. Dann geht man raus, öffnet den Mund und plötzlich ist man unsicher. Plötzlich fragt man sich, sage ich es richtig? Spreche ich deutlich genug? Versteht mich diese Person? Ich trat durch die automatische Glastür des Supermarkts. Der vertraute Geruch von frisch gebackenem Brot empfing mich sofort. Dieser Geruch. Ich liebe ihn wirklich. Er macht jeden Einkauf ein bisschen angenehmer, ein bisschen heimeliger, wie man auf Deutsch sagt. Ich nahm meinen Einkaufswagen und begann, durch die Gänge zu gehen. Brot gefunden, Milch auch da, Eier, kein Problem. Ich war auf einem guten Weg. Die ersten Minuten liefen reibungslos. Dann suchte ich nach einem ganz bestimmten Joghurt. Es war ein Erdbeer-Vanille-Joghurt, den ich vor ein paar Wochen zufällig probiert hatte. Jemand hatte mir davon etwas angeboten und der Geschmack war einfach wunderbar gewesen. Süß, aber nicht zu süß. Cremig, mit einem angenehmen Nachgeschmack. Ich wollte ihn unbedingt nochmal kaufen. Ich stand vor dem Kühlregal. Ich suchte links, rechts, oben, unten. Ich schaute zwischen den anderen Joghurts, zwischen Naturjoghurt, Fruchtjoghurt, griechischem Joghurt und weiter. Aber diesen speziellen Erdbeer-Vanille-Joghurt fand ich einfach nicht. Mir war klar, ich musste jemanden fragen. Das war der Moment, den ich schon befürchtet hatte. Ich sah eine Mitarbeiterin ein paar Schritte entfernt. Sie hatte eine blaue Schürze und ordnete gerade Waren in einem Regal ein. Ihr Gesicht wirkte freundlich und offen. Das gab mir Mut. Ich atmete einmal tief durch. Ich dachte kurz an die Sätze, die ich kannte. Ich sagte mir, langsam sprechen, deutlich sprechen, nicht hetzen. Du kennst die Wörter. Dann ging ich auf sie zu. Mein Herz schlug ein bisschen schneller als gewöhnlich. Ich öffnete den Mund und sagte, Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ich suche einen Joghurt, Erdbeer und Vanille zusammen, aber ich finde ihn hier nicht. Ich hatte bewusst langsam und klar gesprochen. Jedes Wort deutlich. Nicht so langsam, dass es unnatürlich wirkte, aber ruhig genug, dass ich mir sicher war, verstanden zu werden. Diesen Rat hatte mir einmal jemand gegeben und ich halte mich noch heute daran. Wenn du unsicher bist, sprich lieber etwas langsamer und dafür klarer. Die Mitarbeiterin lächelte sofort. Sie antwortete freundlich. Sie erklärte mir, dass dieser Joghurt nicht im normalen Kühlregal stehe, sondern in einem anderen Gang, bei den laktosefreien Produkten. Sie zeigte mir auch ungefähr die Richtung. Ich verstand fast alles. Nicht jedes einzelne Wort, aber genug. Den Sinn, die Richtung. Was ich tun sollte. Ich bedankte mich herzlich und sie lächelte nochmal. Dann machte ich mich auf den Weg. Und ich fand den Joghurt. Genau dort, wo sie ihn beschrieben hatte. Ich weiß, das klingt nach einer sehr kleinen Geschichte. Nach einer winzigen Sache, aber für mich in diesem Moment war es wirklich bedeutsam. Ich hatte eine Frage gestellt.
Ich war verstanden worden. Ich hatte die Antwort verstanden. Und ich hatte mein Ziel erreicht. Das war der erste richtige Moment, in dem ich gespürt habe, es funktioniert, das Lernen funktioniert, die Sprache funktioniert. Ich funktioniere. An diesem Tag verstand ich etwas sehr Wichtiges über das Sprechen in einer fremden Sprache. Deutlich zu sprechen bedeutet nicht, perfekt zu sprechen. Man muss keine fehlerlose Grammatik haben, man muss nicht jeden Satz 100% korrekt formulieren. Aber wenn man ruhig, klar und freundlich spricht, dann kommt die Botschaft fast immer an. Und darum geht es beim Sprechen doch letztlich, um die Verbindung, um das Verstehen. In den Wochen danach ging ich immer häufiger in diesen Supermarkt. Ich wohnte nicht weit entfernt und es wurde fast zu einem kleinen Ritual. Aber ich nutzte diese Einkäufe bewusst als Übungsmöglichkeit. Manchmal fragte ich nach dem Weg zu einem Produkt, obwohl ich ihn schon kannte, nur um zu üben, nur um ein kurzes Gespräch zu führen, nur um meinen Mund an die Sprache zu gewöhnen. Einmal sprach ich mit dem Bäcker an der kleinen Backwarentheke. Ich fragte ihn, ob die Brötchen vom Morgen noch frisch seien. Er antwortete mir ausführlich, zu ausführlich, ehrlich gesagt. Er erklärte mir alles über die verschiedenen Brotsorten, über die Backzeiten, über den Unterschied zwischen Dinkel und Weizen. Ich verstand vielleicht 60% davon, aber ich hörte aufmerksam zu, nickte, stellte ab und zu eine kurze Rückfrage, und am Ende kaufte ich 3 Brötchen und ein kleines Dinkelbrot. Habt ihr auch solche Momente erlebt? Momente, in denen jemand so viel sagt, dass man einfach nickt und hofft, dass alles gut geht? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin wirklich gespannt auf eure Geschichten. Ein anderes Mal stand ich an der Kasse und die Kassiererin fragte mich etwas, das ich nicht sofort verstand. Ich dachte, sie fragte nach meiner Kundenkarte. Aber tatsächlich fragte sie mich, ob ich eine Tüte bräuchte. Ich sagte also sehr selbstbewusst, nein, danke, ich habe keine, als hätte ich keine Kundenkarte. Sie schaute mich etwas verblüfft an. Dann lachte ich selbst, erklärte kurz den Missverständnis und wir lachten beide. Solche Momente. Ich liebe sie. Sie sind manchmal etwas unangenehm, ja, aber sie bleiben im Gedächtnis. Und man lernt aus ihnen. Ich habe danach sehr genau gelernt, wie man auf Deutsch zwischen Kundenkarte und Tüte unterscheidet. Einmal fragte eine Kassiererin mich auch, woher ich komme. Das war für mich ein besonderer Moment, weil sie nicht wegen meiner Fehler fragte, nicht wegen meines Akzents auf eine mitleidige Art, sondern ganz natürlich, neugierig, freundlich. Ich erzählte ihr kurz, woher ich komme, und wir hatten einen kleinen, netten Austausch. Vielleicht 2-3 Minuten, nicht mehr, aber dieser kurze Austausch hat mir gezeigt, dass Sprache auch einfach Freude machen kann. Dass sie keine Prüfung ist, die man bestehen muss, sondern ein Mittel, um mit Menschen in Verbindung zu treten. Das möchte ich euch heute mitgeben. Geht raus und sprecht. Nicht nur zu Hause vor dem Bildschirm. Nicht nur mit Lern-Apps und Übungsaufgaben. All das ist gut und wertvoll und ich empfehle es auch weiterhin. Aber der Supermarkt, die Bäckerei, der Marktstand, die Apotheke, das sind eure besten Übungsfelder. Dort begegnet ihr echten Menschen, die echtes Deutsch sprechen. Manchmal schnell, manchmal mit Dialekt, manchmal mit Abkürzungen, die kein Lehrbuch enthält. Und genau das macht euch stark. Genau das formt euch als Sprechende. Wenn ihr eine Frage habt, stellt sie. Wenn ihr etwas nicht verstanden habt, bittet um Wiederholung. Das ist keine Schwäche, das ist Mut. Und die meisten Menschen helfen gerne, wenn man freundlich fragt. Ich habe über die Zeit gemerkt, dass mein Deutsch im Alltag viel schneller gewachsen ist als beim reinen Lernen zu Hause. Jede Kassiererin, jeder Bäcker, jede freundliche Mitarbeiterin im Supermarkt war auf ihre Art ein Teil meines Lernwegs, manchmal ohne es zu wissen. Und heute? Heute gehe ich in denselben Supermarkt, kaufe meinen Joghurt, plaudere kurz mit jemandem an der Kasse und denke manchmal daran zurück, wie nervös ich damals war. Wie groß sich dieser erste Schritt angefühlt hat. Und wie froh ich bin, ihn gemacht zu haben, egal, wo ihr gerade in eurer Sprachreise steht, ob ihr ganz am Anfang seid oder schon eine Weile dabei.
ob ihr gut vorankommen oder manchmal das Gefühl habt, auf der Stelle zu treten. Macht weiter. Jeder Gang in den Supermarkt, jedes kurze Gespräch, jede Frage, die ihr stellt, bringt euch ein Stück weiter. Ich hoffe, diese Geschichte hat euch heute ein bisschen Mut gemacht. Und wenn ihr Lust habt, erzählt mir in den Kommentaren, wo habt ihr euer erstes richtiges Gespräch auf Deutsch geführt? War es ebenfalls im Supermarkt? In der Bahn? Auf der Straße? Ich bin wirklich neugierig. Wenn euch diese Art von Geschichten gefällt, wenn ihr durch Zuhören Deutsch lernen und gleichzeitig etwas über das Leben erfahren möchtet, dann abonniert gerne den Kanal DankeCast Deutsch. Es hilft uns sehr und ihr verpasst keine neue Folge. Und wenn euch diese Episode heute gut gefallen hat, dann freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Das ist eine kleine Geste, aber sie bedeutet uns viel. Ich danke euch von Herzen, dass ihr heute dabei gewesen seid. Passt auf euch auf, bleibt neugierig und sprecht weiter Deutsch, wo immer ihr könnt. Tschüss für heute und bis bald bei DankeCast Deutsch.